Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Ich möchte euch einmal auf den aktuellen Stand bringen, und zwar ist gestern der erste Patch zu Battlefield 2042 erschienen, der Day One Patch oder angebliche Day One Patch. Wurde so nicht bezeichnet, in jedem Fall war es der erste Patch. Normalerweise ein Day One Patch soll ja das Spiel auf den aktuellen Stand bringen. Also, wenn das gegeben ist, dann haben wir jetzt eben den aktuellen Stand von Battlefield 2042. Das ist aber gar nicht so entscheidend für mich, denn besonders viel haben wir nicht bekommen. Wir haben ein paar Performance-Verbesserungen bekommen, ein paar erste Bug-Fixes. Trotzdem ist das Spiel immer noch voll mit Bugs und Störungen, Verzögerungen, Sachen, die nicht funktionieren und so weiter. Haben wir gestern unter anderem im Livestream auch feststellen müssen. Von daher möchte ich euch auch gar nicht so sehr mit den Details langweilen, was in diesem Patch drin war. Trotzdem möchte ich natürlich, dass ihr an der Stelle informiert seid. Das heißt, wir fliegen einmal ganz kurz durch die Patch Notes und werden dann im Anschluss mal einen Ausblick wagen, welche weiteren Patches uns noch erwartet und wann wir denn mit einem fertigen, in Anführungszeichen fertigen Spiel rechnen können. Dementsprechend bleibt gerne mit dabei und kommentiert bzw. diskutiert gerne in den Kommentaren mit. Wir fangen mal mit den zwei wesentlichen Punkten aus dem Patch Notes an, und zwar das sind diese überaus und maximal störenden Lags, die wir auf den unterschiedlichen Karten bekommen haben. Das war sowohl in Eroberung als auch in Durchbruch der Fall. Das wurde in jedem Fall korrigiert bzw. verbessert, und das hat man auch gemerkt. Also ich hatte diese massiven Lags durch Rubberbanding hätte ich nicht mehr gestern. Ich hoffe, ihr könnt das bestätigen. Also das ist zumindest einmal rausgefixt oder beziehungsweise rausgepatcht worden. Zusätzlich werden die Namen des eigenen Teams jetzt wieder korrekt angezeigt. Also man bekommt keine Hieroglyphen mehr angezeigt. Eine Animation für Falk wurde angepasst, um sicherzustellen, dass sie korrekt angezeigt wird. Whatever that means. Ein Skin wurde umbenannt und wieder zurückimplementiert. Es gibt diverse Änderungen beziehungsweise Verbesserungen in den TDM-Runden im Portal-Modus. Ich bin ja mal gespannt, ob wir TDM bzw. die Basis-Modi auch nochmal ins Main-Game bekommen oder ob das forever in Portal bleiben wird. Unter anderem war ein Problem, dass nicht die richtige Anzahl von KI-Spawns durchgeführt wurde. Das haben sie verbessert. Es wurde rein für PC die Auswahl in Hazard Zone von Spezialisten angepasst. Also das war irgendwie ein Bug, kann ich mich auch erinnern. Hat Suxe auch geschimpft, weil er, als wir mal eine Proberunde gespielt haben, keinen Helden auswählen konnte und nicht, wir wussten auch nicht, sollten wir die jetzt freispielen oder was war jetzt da eigentlich die Ursache. Und der Rest sind eigentlich marginale Punkte. Also irgendwelche Behebungen auch mal im Hazard Zone Modus, ob man jetzt sichtbar oder unsichtbar wurde, Extraktionssträhnen nicht korrekt aktualisiert und so weiter. Aber das ist jetzt nicht das, was ich mir unter Game-Breaking Verbesserungen vorgestellt hätte, und deswegen haken wir das jetzt an der Stelle nochmal schnell ab. Angeblich sollen nochmal 2 Patches dieses Jahr kommen. Konkret hat DICE eben ausgesagt, es werden nochmal Patches kommen, und das ist jetzt eigentlich das Main-Thema, über das ich mit euch ganz gerne diskutieren würde, und zwar einmal die Punkte, an denen DICE jetzt aktuell arbeitet. Ihr habt mit Sicherheit alle die Diskussion Waffenblumen während des Feuerns mitbekommen. Falls nicht, kann ich euch wirklich nur das Video vom Kugelmagneten Eddie ans Herz legen. Der hat das Ganze wunderbar erklärt und wo da die Problematik aktuell ist und was ist Blumen überhaupt, zählt Blumen überhaupt oder darf man das überhaupt so bezeichnen und was ist es denn am Ende des Tages dann wirklich. Ich verlinke euch das Video an der Stelle gerne mal, schaut da auf jeden Fall mal rein, weil so gut wie er das erklärt hat, könnte ich es gar nicht erklären oder beziehungsweise ich habe da nichts hinzuzufügen, also werden wir das auch nicht hier papageimäßig wiedergeben, sondern ich verweise euch da ganz einfach dran. Daran möchten sie auf jeden Fall arbeiten. Ich hoffe oder ich teile da auch, wie gesagt, die Meinung vom Kugelmagneten, dass ich eigentlich dieses Skill Gap, das damit eingebaut wird, also das ist kein Bloom, sondern es geht um die Streuung auf Distanz, trotzdem drin bleiben sollte. Also ganz einfach, dass es eben nicht geht, dass du vom einen Ende der Map auf die andere jeden Gegner im automatischen Dauerfeuer weglasern kannst, sondern dass du dir eben überlegen musst, Tap fire ich, Crouch fire ich, stelle ich im letzten Zweifel sogar auf Einzelschuss um, weil trotz Burst bzw. Tap fire das Ganze immer noch nicht in den Gegner reingeht, und das erhöht meiner Einschätzung nach einfach das Skill-Level und sollte ein wesentlicher Bestandteil in einem FPS-Game sein, weil das ist ja eigentlich das, worüber die Leute in den vorherigen Teilen ganz einfach geschimpft
geschimpft haben. Also warum das Ganze jetzt wieder zu einfach machen. Waffenbalancing im Allgemeinen, da kann man jetzt noch nicht so viel sagen, weil erstens haben wir noch nicht alle Waffen bekommen. Aktuell ist das aber auf jeden Fall erforderlich, weil zum Beispiel die Sturmgewehre auch einfach durch ihre Streuung auf Distance nahezu unbrauchbar sind. Also da ist man mit der PP29, mit der jeder aktuell rumläuft, mit dem Langlauf wesentlich besser aufgehoben. Sichtbarkeit des Feuermodus auf dem HUD soll angepasst werden, eine Reduzierung des Kamerawackelns, Hovercraft oder allgemein das Fahrzeugbalancing, weil eins muss man schon sagen, die Fahrzeuge bzw. das Balancing der Fahrzeuge ist auf jeden Fall ein Thema im Moment. Du bist als reiner Infanterist mehr oder minder aufgeschmissen, klar, wenn man sich koordiniert in einem Squad und manche nehmen AAs mit, manche nehmen Rocket Launcher mit und dann kann man sich zwar ein bisschen zur Wehr setzen, aber trotzdem, wenn da die geballte Power von oben und vom Boden in deine Flagge reinschallert, dann hast du halt nichtsdestotrotz ein Problem. Gut, und jetzt werden wir mal einen kleinen Ausblick werfen. Es soll, wie gesagt, noch einen größeren Patch und einen kleineren Patch in diesem Jahr geben. Also sprich alles noch in der Pre-Season und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass, und das muss ich leider so sagen, dass das Spiel letzten Endes und vollkommen gut spielbar sein wird, erst zur Season 1. Weil auch gestern nach diesem ersten Patch hat man einfach viele Dinge immer noch drin gehabt. Ist es der FOV-Bug, dass ihr erstmal mit dem falschen FOV in die Runde startet? Ist es, dass ihr in die Runden nicht ordentlich spawnen könnt? Also aktuell bei Durchbruch muss man erst das Spiel suchen, dann abbrechen, dann nochmal suchen, dann kommt man ins Spiel rein und dann hast du immer noch eine 50-50 Chance, ob du mit deinem eigenen Loadout reinkommst oder ob du auf Standard zurückgesetzt wurdest und dementsprechend ohne Aufsätze spielen musst. Also macht auf jeden Fall absolut Laune. Es gibt noch viele, viele weitere Dinge, also einfach Sachen, die zu einem fertigen Spiel nicht dazugehören, also die da einfach nicht drin sein sollen. Aber bevor wir uns jetzt wieder in eine Negativspirale begeben, gehen wir einfach mal davon aus, sie bekommen das gefixt und dann können wir innerhalb 6 Wochen ungefähr mit einem fertigen Spiel rechnen. Positiv, vielleicht bekommen wir auch schon mal zur Season 1, werden wir auf jeden Fall auch neuen Content bekommen. Das ist das, womit wir einmal leben müssen. Ich bin darüber jetzt nicht ganz glücklich, weil wenn man ein Spiel release, dann sollte es halt auch spielbar sein und viele Dinge sind da einfach brutal nervig nach wie vor und das am fertigen Spiel dann gesund zu patchen, naja, aber das ist wohl der Zeitgeist zurzeit. Ich finde nicht, dass man das akzeptieren sollte und das so wegwischen sollte. Deswegen bleibe ich auch aus meiner Empfehlung aus dem Kaufvideo. Also jeder, der jetzt nicht vorbestellt hat oder jetzt nicht zwingend das spielen muss, weil er ansonsten, weiß ich nicht, mit sich selber nichts mehr anfangen kann, dem würde ich aktuell keine Kaufempfehlung geben zu diesem Spiel, weil es einfach noch nicht fertig ist. Und es ist auch irgendwo ein Stück ein Zeichen, wenn dann die Publisher merken, okay, es ist nicht okay, ein unfertiges Spiel rauszubringen und trotzdem breche ich alle Verkaufszahlen damit. Ich meine, das wird am Ende sowieso passieren. Trotzdem, wie überall, auch die kleine Stimme ist eine Stimme und das kann man zeigen. Und man muss es einfach so sagen, ihr werdet euch halt ärgern. Ihr gebt jetzt Geld aus und bekommt halt das, was ihr bekommt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was die einzelnen Updates dann nochmal verbessert bzw. korrigiert haben, dass ihr immer zu jedem Update auch nochmal einen besseren Einblick bekommt und dann vielleicht nochmal eure Entscheidung revidieren könnt. Aktuell, wie gesagt, bleibe ich bei meinem Standpunkt. Da werde ich jetzt so schnell auch nicht davon abweichen, bis das Ganze eben gefixt ist. Sollte das der Fall sein, werde ich euch natürlich umgehend informieren. Also bleibt gerne mit am Start und dementsprechend würde ich sagen, war es das für heute auch mit dem kurzen Informations- und Ausblickvideo. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen guten Start ins Wochenende. Haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.